Und das hat ganz viele Fragen aufgeworfen. Ich denke, wir müssen das mal aufklären. Wir sind Hals über Kopf nach Deutschland geflogen. Wir haben euch das letzte Mal ja ein wunderschönes Schiff in Frankreich gezeigt, die Nicholson 48. Und das hat ganz viele Fragen aufgeworfen, das Video. Wunderschön war es nicht. Ich denke, wir müssen das mal aufklären. Also, wir suchen nicht aktiv ein neues Boot. Wir wünschen uns da und dort mal ein bisschen mehr Platz, vielleicht ein zweites Fahrrad. Die Gästekabine ist inzwischen vollgestellt. Die hätten wir gerne wieder frei, dass wir Besuch bekommen können. Ihr wisst, es ist nicht so viel Staumöglichkeiten auf dem Boot, um Sachen fest zu verstauen. Aber, und das ist wichtig, wir sind mit unserem Boot immer noch sehr zufrieden und wir werden das Boot so lange behalten, bis uns ein besseres Boot findet. Also wir werden jetzt nicht einen schlechten Kompromiss eingehen, nur weil er 2 Meter mehr hat, sondern das muss schon passen. Und deswegen werden wir immer mal wieder, wenn es sich anbietet, ein Boot anschauen, so wie jetzt auch nochmal. Und zwar lag das nämlich bei uns in der Marina. Und das ist ein interessantes Boot, eine Caravaggio. Aber schaut erst mal, wie es aussieht. Jetzt habt ihr die Caravaggio mal von oben gesehen, kleiner Rundgang übers Deck. Ich gehe da gleich nochmal drauf ein, mal kurz, wo wir sind. Ihr seht es am Hintergrund, wir sind in Deutschland, wir sind Hals über Kopf nach Deutschland geflogen, weil im Leben meiner Eltern große Veränderungen anstehen, wo wir Kinder sehr gefordert sind und deswegen ja, sind wir jetzt hier. Wir sind sehr froh, dass wir für euch wenigstens ein Video haben. Genau. Also, zurück zur Caravaggio. Wer mit uns übers Deck spaziert ist, hat gesehen, es gibt ein doppeltes Vorstark, also 2 Vorsegel. Die Genua ist elektrisch gefurlt. Es gibt Maststufen, es gibt hinter dem Ankerkasten nochmal eine große Segellast. Und es war natürlich ein großes, gut gepflegtes Deck. Nicht so gut hat mir gefallen, dass das Teakdeck durchgeschraubt war, was ja auch auf kurz oder lang, neben dem, dass es ein Teakdeck ist, eben auch noch die Schwierigkeit birgt, dass es undicht werden kann. Und auf dem Achterdeck hat mir überhaupt nicht gefallen, dass man praktisch vom Cockpit hochgeht über ja, das Dach von der Achterkabine und von dort unter die Sprayhaut und von dort wieder runter. Das fand ich ein bisschen eigenartig noch dazu, weil das ganz komisch verschachtelt ist, das Achterdeck. Aber ansonsten war es ein super Pflegezustand und jetzt gehen wir mal so langsam innen rein und zeigen euch mal, wie es innen aussieht. Ich habe ja nichts mehr zu sagen. Wir gehen rein.
Maren hat gesagt, sie will jetzt auch mal was sagen. Innenausbau ist dann jetzt meine Abteilung, also Außentechnik Christoph, Innenausbau ich. Also der Innenausbau ist sehr besonders bei dem Boot, denn das Boot ist exakt nach den Wünschen des Voreigners ausgebaut. Also der hat alles um- und ausbauen lassen, neue Schränke hier und dort und da. Und das ist auch das Problem bei dem Boot, weil das muss zu demjenigen, der es kaufen möchte, auch passen. Und bei uns passt das leider nicht so ganz. Er hat die V-Koje als Eignerkabine ausgebaut und die Achterkabine als Gästekabine. Wir möchten es ja gerne andersrum. Wir hätten gerne eine Achterkabine mit einem mehr oder weniger frei zugänglichen Bett, weil im Moment ist das so, dass immer einer über den anderen rüberkrabbeln muss, wenn er aufstehen oder sich hinlegen möchte, was jetzt heißt nicht, wir wollen nicht übereinander rüberkrabbeln, aber wenn ich noch schlafen will und er geht raus, dann ist das doof. Und deswegen wünschen wir uns da ein bisschen mehr Platz und die Betten sind auch tatsächlich klein. Also aufgrund der Gegebenheiten kann man das nicht vergrößern, dass es sinnvoll ist. Wir haben da ganz lange drüber gesprochen, auch mit dem Makler. Und ja, der hat das auch gesagt. Das muss derjenige, der dieses Boot kauft, ich bin schon italienisch, ne? Derjenige, der dieses Boot kauft, der muss das einfach so mögen, wie es ist, weil der Ausbau ist auch sehr gut gemacht und hochwertig gemacht. Also nicht so was selber gebasteltes, wie man in Deutschland oft findet. Wie gesagt, es passt nicht zu uns. Was wir uns so ungefähr vorstellen als neues Boot, ist ein Schiff zwischen, ja, maximal 14 Meter, eher so 13,5 Meter und gerne eine Ketch, gerne Center Cockpit und was wir uns wünschen ist eine Achterkabine. Und großartig wären natürlich große Tanks im Kiel, also ein Langkiel, so ganz grob, das ist unsere Vorstellung. Also wenn ihr da was wisst, könnt ihr uns ja gerne auch Bescheid sagen. Willst auch mal was sagen? Ich darf nie was sagen. Ja, wenn du du armes anfängst Ding. zu reden, ist vorbei. Und ich mache dann immer den Erklärbär, ne? Ja, wie vorhin schon gesagt, wir sind im Moment nicht in Spanien, wir sind nicht am Boot. Wir würden gerne ein Frage-Antwort-Video machen, weil wir in den letzten Monaten viele verschiedene Sachen gefragt worden sind. Aber wir haben uns die Fragen nicht aufgeschrieben, alle. Also, wenn ihr Fragen an uns habt, dann bitte ab in die Kommentare oder auf Insta oder auf Facebook. Wir notieren das Ganze und sobald wir da, ich sag mal, genügend Fragen zusammen haben, machen wir das Frage-Antwort-Video gerne schon nächste Woche. Genau. Die erste Frage haben wir schon, die ist nämlich immer die gleiche. Was Ja. sind eure nächsten Ziele? Wo soll es hingehen? Also die braucht ihr nicht schreiben, Genau. die wissen wir. Also über unsere Pläne werden wir auf jeden Fall was sagen. Genau. Aber vielleicht wollt ihr ja noch irgendwas anderes wissen. Und warum wir das neue Boot, warum wir Boote angucken, braucht ihr jetzt auch nicht mehr fragen. Das haben wir auch Genau. abgehakt. Genau. Vielleicht gibt es noch andere Fragen, die ihr habt. Also wie auch immer, wir freuen uns auf eure Fragen. Rein damit in die Kommentare. Und natürlich abonnieren, share, like und comment. Und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann. Bis dann, danke, tschüss.